Ja, aber wer kauft sich denn für 250.000 Pfund, umgerechnet 284.745,45 Euro? Ja, kann man mal machen, ne? So, wir schauen Video, Freunde. Das Video heißt 10 lächerliche Videospiel-Special Editions, die wir total brauchen. Auf Englisch, ich kann das Wort, weiß ich nicht, 10 Ludicrous oder so, Video Game Special Editions that we totally want. So, wir machen Ton natürlich an, ganz wichtig, ja, sonst hören wir nichts. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen mal rein. In this day and age, video game developers and publishers will go to extreme lengths in order to capture money. Ich hoffe, das Video ist gut, ansonsten gibt's mal einen Daumen nach unten, ja. Können ja nicht dauernd Daumen nach oben hier geben. From expensive floor demos at huge. Und es geht um Special Editions diesmal und nicht um Collectors Editions. Aber ich hoffe, damit ist das gleiche gemeint. Events to monstrous marketing campaigns, all the way down to costly vertical slice playthroughs. From the moment a game is given the green light, it's all hands on deck to make sure our hands open up. Das müsste ich auch mal wieder spielen, Alter. Tony Hawk. Aber ich bin da einfach zu schlecht, glaube ich. Wallets come the title's release. Pro Skater. However, with every publisher applying the same tactics, your fancy light show might get lost amidst all of the was ist denn das, Alter? Resident Evil, ne? Fettes Monster. And it becomes harder and harder to convince people why they should purchase your title. So why not double down on what comes with the game itself? Enter the special. Die habe ich. Da sieht man, was da drin ist, ne? Einmal dieses Master Sword, das Spiel und der Soundtrack. Und den Soundtrack, der ist noch original verpackt, den habe ich nicht ausgepackt. Ultimate, Definitive and Uber Big Edition. Hätte ich gewusst, dass das Ding so viel wert ist später, hätte ich das, glaube ich, auch nicht ausgepackt. Aber ich habe mir damals die Switch zum Release geholt und dieses Spiel. Und ich glaube, ich habe es nicht mal zu 10% durchgespielt. Steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Ich glaube, ich werde mal so ein Nintendo morgen machen. Und ich glaube, da geht es auch um Collectors Editions und nicht um Special Editions. Der Unterschied zwischen einer Special Edition und einer Collectors Edition ist ja der, dass du meistens bei der Special Edition hast du halt, also das kann man jetzt nicht mit der Collectors Edition vergleichen, sondern du hast da irgendwelche Game-Inhalte extra, ja, die du natürlich bei der Collectors Edition auch hast. Deswegen gibt es ja diese 100 Versionen, die man da hat. Also ich glaube, den Vogel, wer hatte den Vogel abgeschossen? Ich glaube Far Cry oder so. Die haben 4 oder 5 verschiedene Editions gehabt. Total balla, Alter. Gaming industry are like goodie bags for those with enough cash and sometimes little sense. And while a lot of them contain a fair amount of tat. Okay, das haben wir schon gesehen, ne? Das ist ja diese Juggernaut. Oh, goddamn. Die Collectors Edition gab es auch. Ich habe überlegt, ob ich mir die vielleicht hole von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Das ist ja das Remake. Ich habe es dann gelassen, weil was soll ich denn mit so einem Skateboard? Da war sowieso nur so ein Deck dabei, ne? Und das hat 50, wie viel hat denn da die gekostet? 100 Euro insgesamt? Also der Preis war okay. Wir sind im Übrigen immer noch im Intro, ja? Also es geht hier noch nicht los. Die ist ja ganz witzig, ey. Aber ich habe noch nie SpongeBob gespielt. Von Zeit. I'm Jules, this is WhatCulture.com and these are 10 ludicrous video game special editions that we totally want. Number 10, Dying Light, My Apocalypse Edition. Okay. Sometimes ich glaube, die Edition hatten wir schon im letzten Video. Da geht es ja um diese, um diesen ganzen Parcours und den ganzen Kram. Aber wir gucken mal. Ich verstehe nicht, was daran lächerlich ist. Der Preis? No, seriously. Well, technically it's a shelter, but coming as part of a £250,000 package, it's not just going to be some. Interessant, ne, wie diese Preise sich unterscheiden, weil hier wird von Pfund gesprochen, manche sprechen von Dollar, manche von Euro. Twigs in some canvas, is it? In fact, it's a 2-story building. Einige bestimmt noch rechnen das noch in D-Mark um, ja. Ich vielleicht. That would be placed on your land by tiger log cabins and would be, according to them and the developers, completely zombie-proof. Mich hätte mal interessiert, wenn jemand das wirklich gekauft hätte. So ein Multimilliardär, wenn die gesagt hätte, oh, mach ich jetzt einfach mal, ne? Kaufen wir doch mal. I mean, come on, tell me with a straight face that you don't want this. And to be honest, that's not even the only outstanding feature of this ludicrous package, because you'd also be flown to Techland's HQ and get a gun. Round trip to Techland, party with Steve, the zombie consultant.
Ja. Tour, Keine Ahnung, was das soll. the devs themselves and be allowed to win because the game is rigged in your favor. Also, wie gesagt, ne, es war ja letztens schon drin, da war es auf Platz 10 oder Platz 1. Ich weiß gar nicht, wie rum das hier schon wieder. Das haben mit Sicherheit Leute gekauft. Gibt genug Verrückte mit genug Kohle. Ja, aber wer kauft sich denn für 250.000 Pfund? Umgerechnet, Moment, aktueller Kurs, 284.745,45 Euro. Ja, kann man mal machen. Take Ne? part in zombie parkour training, get your face in the game itself. Also Face in the Game finde ich gut. Wobei man natürlich wissen muss, das bleibt dann ein Leben lang. Und wenn man dann mit 60, 70 das Spiel nochmal anguckt, ne, dann denkt man sich, Alter, bin ich alt geworden. And then return home with a pair of new high-end headphones, a copy of the game, and a custom set of night vision goggles. Now Geil, that is a Night good Vision night Goggles. Da muss man dazu sagen, diese Night Vision Goggles, die gab es auch in Modern Warfare 2018, 19. Collectors Edition habe ich noch hier, original verpackt. if ever there was one. Wohlgemerkt, es ist nur die Brille, die da drin ist, weil heutzutage machen die das ja so, dass die das teilen, ne? Also du hast einmal die Collectors Edition, also nicht alle, aber zum Beispiel Ubisoft macht das so. Zum Beispiel bei der letzten Far Cry, was ist rausgekommen? Far Cry 6 mit diesem Flammenwerfer. Moment. Far Cry 6 Collectors. So, ne? Hier. Die hier. Die habe ich ja auch. Ne, da habe ich auch ein Unboxing gemacht auf meinem YouTube-Channel. YouTube-Channel. Kann man das hier groß machen? Mach mal. Oh, Bruder, jetzt habe ich wieder auf irgendeine Werbung draufgeklickt hier. Zurück. Nee. Hier zurück. So. Lupe. Lupe. So. Hier. Collectors Edition. Gott, da haben sie ein Foto hochgeladen, was eigentlich auflösungstechnisch einfach nur hochgezogen wurde, ne? Da ist dieser Flammenwerfer dabei. Den kann ich jetzt nicht holen, weil der steht da ganz oben. Der ist wirklich so groß wie so ein richtiger Flammenwerfer. Der sieht auch richtig geil aus, ne? Und die Collectors Edition, da war auch der Season Pass dabei und so weiter und diesen ganzen anderen Kram hier, wie so ein Schlüsselanhänger. Oder was ist das hier? Achso, das ist das Spiel und hier ist noch irgendwie so ein Buch dabei gewesen und Aufbauanleitung und Aufkleber und keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich weiß gar nicht, ob da ein Steelbook dabei war. Kein Plan. Karte war dabei und so weiter und Soundtrack und so weiter und so fort. Und da ist es so, dass die das teilen. Das heißt, du kriegst natürlich diese Riesenbox, diese riesen Pappbox, ja, wo dieses Paket drin ist, die Collectors Edition, alles gut verpackt. Und obendrauf liegt so ein extra Schuber oder sowas. Und in diesem Schuber ist das Spiel drin. Ja, das heißt, die können sozusagen dieses Spiel in diesem Schuber austauschen. Und früher war es ja so, ich habe jetzt leider keine Box da, aber wir machen einfach mal Watch Dogs 1 Collectors Edition. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine. Und zwar hier ist es so, wo haben wir es denn? Wo kann man das dann mal sehen hier? Oh, man kann es nirgendwo sehen. Ist das nicht geil? I like it. Wo ist denn das, Alter? Also mal, haben die hier nicht mal irgendwie eine Collectors Edition, wo das noch draufsteht? Da ist das sozusagen hier außenrum gepackt und das Spiel ist trotzdem noch innen drin. Ne? Kann man dazu sagen? Ja. Genau. Das ist, so sieht das normalerweise aus. Oder es ist direkt auf der Box drauf. Also hier ist es wirklich so, dass das so wie so ein Umlapper ist. Also das oben hier wird so umgeklappt. Und hier unten ist auch nochmal so ein Umklapper. Ich glaube, mit einer Ecke oder so. Hier unten sieht man das durch die weiße Linie. So sind die Collectors Editions normalerweise früher gewesen. Genau, und bei der ist es halt so, dass da wirklich dieser Pappschuber oben drauf ist, das Game da drin. Und so haben die halt die Möglichkeit, einfach dieses Spiel auszutauschen. Ne, da müssen die nicht mehr hierauf PS4 oder PS5 oder Xbox oder PC schreiben oder was weiß ich was, sondern die haben die Möglichkeit, das ganz einfach zu wechseln. Das war bei Callisto-Protokoll im Grunde auch so. Da war das Spiel einfach nur mit reingeschmissen. Ne? Also, das ist da so rumgeflogen. Neben der Collectors Edition. Also, es war ein Karton und da war die Collectors Edition drin. Extra verpackt natürlich. Und in diesem Karton war noch das Spiel drin. Genau. So war das. One.
Number 9, Saints Row 4 Super Dangerous WOD Edition. Now I must state this very clearly, this is not good value for money and it's not like we all have got a cool $1 million. Ich glaube, das ist die Edition, die wir auch schon letztens gesehen haben, ne? At the same time, this list of things that you'll get for this over Gibt's hier irgendwelche neuen Insights? are very envy-inducing. So what do you get for your WOD? Well, buckle up because this is quite a big list. A copy of the game with DLC, a Virgin Galactic spaceflight, a full-sized replica dubstep gun. Man konnte in den Weltraum fliegen? Das hat er aber letztens nicht gesagt, oder? Hä? Hostage Rescue Experience, Plastic Surgery, Plastic Surgery, sehr gut. training for a day, personal shopper, capsule wardrobe, 7-night stay at a luxury hotel in Dubai, a week for 2 at the Jefferson Hotel in Washington DC. Oder was hat die nochmal gekostet? To Dubai, 1 Million, ne? First class flight to Washington, a Lamborghini, a Toyota Prius, 1-year auto insurance, and supercar membership for your aforementioned Lamborghini. Now that is a lot of stuff, and a lot of cool stuff at that. Only one available. Also einer konnte die kaufen. But here's the Was hat die gekostet? $1 Million Pack steht da, also wahrscheinlich eine Million. Ne? Somebody crunched the numbers and found out that this pack only actually equates to just over $500,000 value, so you'd effectively be giving Volition a massive chunk of cash for very little. Ach so, also das Paket hat im Großen und Ganzen hat das nur 500,000 gekostet. Also hätte man sich das alles einzeln gekauft, so wie zum Beispiel, wenn man sich was beim Chinesen bestellt, ja, kostet es auch 12 Euro. Wenn du im Laden das alles einzeln kaufst, zahlst du nur 4 Euro. Ne? Rechnung geht auf. It definitely is a list of things that we want, but just not maybe things that you should buy. Number 8, Fallout New Vegas Collector's Edition. Komm, zeig mir mal was Neues hier. New Vegas. Ah, guck mal, ich habe ja in meinem ersten Video, was ich geguckt habe zu Collector's Editions, war es ja so, dass ich mich gefragt habe, wie viel gibt's davon schon, ne, von diesem Fallout-Spielen. Und das sieht relativ alt aus. Ich denke mal, das stammt aus der PS3-Zeit. Best Fallout game not made by Bethesda. It's a concept even a courier shot in the head could grasp. Well, if you needed more convincing, then let's break down this fantastic package. To start off, and very much in keeping with the themes of the game, you get a full deck of cards, all of which have got images of the main factions found in New Vegas, along with some extra tasty poker chips sporting the designs from the casinos from the Strip. However, maybe you're not the gambling type. Well, fret not, my friend, because this next part is actually the main squirrel chunk on a stick meat of it all. A graphic novel that tells you a tale setting up New Vegas's plot. Ja, Graphic Novels, Alter, brauche ich eigentlich nicht, ne? Also, habe ich ja schon mal gesagt, wenn ich eine Collectors Edition haben will, in dem Fall steht ja Special Editions da, aber wenn ich eine Collectors haben will, Alter, dann muss da eine Figur drin sein. Job of cluing you into what's what, but no self-respecting Fallout fan is going to turn down a chance at immersing themselves further into this fantastic world. It's a brilliant read and complements the overall package perfectly. As Benny himself would say, it's the tops. Number 7, Mortal Kombat 11 Collector's Edition. Die habe ich auch gesehen, aber da ich kein Mortal Kombat Fan bin, ist die für mich weggefallen. Also das Ding zum Hinstellen war ganz witzig, aber für mich sind Spiele, Kampfspiele einfach nicht meins. Ja, ich mag das einfach nicht. Ich habe damals schon in meiner Jugend, in meiner Kindheit haben wir Street Fighter gespielt und wenn du konntest zwar diese Dinge auswendig lernen, also diese Schläge und diese ganzen Special Moves und so weiter, aber das war nie meins irgendwie. Keine Ahnung, ich habe irgendwie einmal alles gedrückt, ja, immer so komplett den Controller so malträtiert, ey. Damit ich gewinne. Hab aber nie gewonnen, glaube ich, oder durch Zufall. Oder mein Gegner war genauso gut, der hat auch alles gedrückt. Absolutely ludicrous when it comes to its lore and depiction of violence, so is it any wonder that the special editions have also been completely out there? Ich habe sogar mal in Mortal Kombat vs. Street Fighter oder so auf der Vita gespielt und mir fehlt noch eine Trophäe zu Platin, aber da muss man diese ganzen Dinge auswendig lernen, habe ich keinen Bock drauf. It's for that exact reason that the Mortal Kombat 11 Und seitdem habe ich nie wieder so ein Spiel angefasst. Collector's Edition kind of took me by surprise, as it wasn't just like a bag of offal containing a game code and a pair of Katana's dirty kecks. This was a refined, professional-looking bit of kit that had some truly amazing pieces. That gold scorpion mask alone. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus, ne? Aber through my spine.
Da musst du Fan did the sein. DLC pass, which gave players early access to the fighters before anyone else. And to top it all off, there was the gold skin variants that you get for 7 of the fighters. Of them, the gold demon Scorpion has become much sought after for its clean, minimalist look. It's so bizarre that in a game as over-the-top as Mortal Kombat, the most wanted look is that of a refined assassin. Number Was war das gerade? Halt, das muss ich mal gucken. Die Karte. Mortal Kombat 11 Collectors mit K Edition. Certified of Authenticity. Authenticity, okay. Also von dieser Collectors Edition gibt es insgesamt nur 20.000 Stück und diese Karte sagt dir, du hast die 17.008. 17.008. Ja? is that of a refined assassin. Number 6, Batman Arkham Origins. Okay, da sind wir wieder bei dem Auto, ne? Stranger to Wobei, da gab es 2 verschiedene Versionen. Ne? Es gab ja die da mit dieser Statue und es gab für Europa halt dieses Auto. Standing Collector's Edition. And to be honest, seeing as the titles themselves have been so consistently decent, it's no surprise to find out that every pre-order allocation of Collector's Editions has been sold out in record time across the board. Arkham Asylum, for example, came with a real life-size bat. Ach, guck mal, Arkham Asylum hat eine Collector's Edition gehabt. Das haben die nicht gezeigt. Welche das war. Das ist mit diesem Batwing oder wie das Ding heißt. Genuinely, this was so cool that people who weren't even fans of the game snapped it up as a piece of memorabilia. Ich weiß nicht, ob das zerkratzt sein muss oder ob das Original, ob das von der Herstellung And they ist. can fetch a pretty hefty price online to this day. Arkham Origins, however, decided to up the ante to an insane level by offering, well, pretty much everything you could think of. In this mammoth collector's edition. Hier, guck mal. Exklusiv, Download-Content, Nightfall Pack, Bliblablo, Arkham Knight, Origins. Graffiti stencils with the Anarchy logo, glow-in-the-dark map, a dossier that had hints and tips about all of the 8 assassins that were trying to take down Juicy Bruce, a ton of new skins for your favorite heroes, a new set of challenge maps and the death. Aber die haben damals haben die noch richtig viel reingepackt, ne? Mit diesem ganzen Download-Kram und so weiter. Challenge pack even came with a commentary provided. Heute kriegst du das alles per E-Mail oder auch gar nicht, ja, weil sie dich irgendwie vergessen. By acting legend Christopher Lee. Alongside all of this, you got a ton of brilliant artwork and of course a magnificent Joker statue which actually had the TVs light up. Honestly, the class... Ist das... Guck mal, die Figur ist doch ganz nice. Ist das mit einem Joker? Der Joker steht... Ah, guck mal. Das ist mit im Hintergrund so ein Fernseher und er steht irgendwie davor und hat irgendwie Kohle im Koffer und steht irgendwie davor. Das sieht ganz nett aus. Was noch geil wäre, wenn die Fernseher so beleuchtet werden, ne? Mit so einem grünen... had the TVs light up. Zeug Honestly, the class Light up? Light up? professional Was hab ich da delivery of gehört? this package was Ah, guck mal, die leuchten sogar. Geil. so on point, it was actually hard not to buy this edition. Finde ich gut. Finde ich gut. 5. Resident Evil 2 Remake Z-Version Premium Edition. Ah, jetzt kommen wieder diese Tastaturen, The ne? Resident Evil series is no stranger to off-the-wall special editions. I mean, just look at the ludicrously expensive Resident Evil 6th edition that came with Leon's signature jacket as an example of this. But when it comes to the best, then sometimes less is indeed more. When you cast your eyes over this special edition, you'll see that each piece has been carefully selected to complement the love letter that is this game. Even the most basic inclusions like the art book and soundtrack are exceptional, offering detail and insight about the changes and updates that the developers Die geben sich auch wirklich viel Mühe bei dem Gestalten von dem ganzen City Kram. poster is brilliantly splattered with blood, and the DLC costumes you get all hark back to the glory days of Resident Evil 2. Plus, that statue of Leon is amazingly detailed and full of character. However, it's the keyboard that takes the cake, as this Bluetooth mechanical number not only looks the absolute business, but it's designed to withstand punishment from even the Ich finde das gar nicht so lächerlich. Ich weiß gar nicht, warum das lächerlich simple heißt. but effective and will make a brilliant addition to your collection. Weil er sagt irgendwie komplett was anderes, ne? Er sagt, also der Titel heißt 10 lächerliche Videospiele, die Collectors Special Editions, die wir brauchen, die wir wollen. Aber er sagt irgendwie, für mich ist lächerlicher irgendwie was. Keine Ahnung, also. Special Edition. With the world experiencing a second run of Witcher fever thanks to the new-ish Netflix series, what better time than now to remind yourself The Witcher Wild Hunt Collectors Edition. Davon habe ich gar nichts gehört. of just how good the Witcher 3 Wild Hunt Collector's Edition was. Ich habe aber The Witcher auch noch nie gespielt. Ne? You actually get some pretty useful quality of life items like a detailed map of the huge game world. Und The Witcher, ich habe gehört, The Witcher soll so eine riesen Map haben, dass man da irgendwie 100 Jahre unterwegs ist, um von A nach B zu kommen.
Wahrscheinlich gibt es da keine Schnellreise. And a compendium that offers Ja. insight into the lore and even some tips on taking down challenging foes. And normally this can come across like a bit of babysitting, but when you consider how deep the narrative of this series is, it's lovely to see an olive branch extended to newcomers to the franchise. And now you know what's going on. So, was ist denn jetzt da drin? Zeig doch mal The hier. part as well with a hefty pendant. It's got a solid weight to it and actually feels rough. Eine Kette. Like it was hand Mit carved. einem Anhänger. Another excellent touch. Plus, the model you get is absolutely huge. Alter, will der mich verarschen? Warum sagt er denn lächerlich? Warum heißt denn der Titel lächerliche Video Game Special Editions? Das sind doch alles Collectors Editions. Und ich finde die gar nicht so This lächerlich. frozen snapshot sees Big G taking on a griffin, and the expression captured on both of them is stunning to say the least. They could have easily kicked out a stoic posed Witcher and just called it a day. Alter, wie sind denn die eigentlich hergestellt? Das würde mich mal interessieren. Ich würde echt mal gerne ein Video sehen, wo die zeigen, wie solche Figuren hergestellt werden. Also für die Masse. CD Projekt Red prove yet again why they are a beloved developer thanks to instances like this. Number 3, Catherine, Love is Over Deluxe Edition. Now, listen, okay, sometimes it's hard not to be impressed by the sheer audacity of some anime-based video games. Offering schoolgirl pants and big busty mouse mats, this subsection of the industry revels in appealing to base lust. And while we could just sit here and say, no thanks, that's not for me, this form of marketing makes absolute bankloads of money. Seriously, it does. And I too would be hard-pressed to Okay, was ist da drin? Wie so ein Mauspad oder was hat er gesagt? wanting the Love is Over edition of Catherine, not just because it's an outstanding and bizarre puzzle/moral dilemma simulator, but because the items on offer are both hilarious Sieht gar nicht so groß aus, ne? and actually really in keeping with the game itself. I mean, yes, you are going to have to explain to your partner about who the sexy lady is on the pillowcase that comes with this, but that is very much a facet Okay, ein Kissenbezug. of the game, keeping your secret loves away from others. And to top off these bedroom antics, why not wear an outstandingly cool t-shirt and boxer combo which genuinely look decent? And then you can just pop on the funky soundtrack that comes with the game and it's going to be a saucy evening for all involved, you big perv. Number 2, Doom Eternal Collector's Edition. So we've spoken about masks that come with games, but what about those that you can actually wear? No, I'm not going to include the power armor helmet you Da ist es wieder, ne? Diese tolle Collectors Edition. Wobei ich den Helm ja ganz nice finde, aber diese Tasche ist halt. That thing had mold in it that could actually kill you. Seriously. Now, while deep down I would love to put the Titanfall 2 Vanguard Edition helmet on here because it is unbelievably cool to look at, there's another special edition that just Aber Doom war auch nie mein Fall. blows that one Doom ist mir zu futuristisch, wobei ich Killzone gespielt habe, aber out of the water, and then glory kills its remains, and that is the Doom Eternal Collector's Edition. Not only is the game that comes with this edition absolutely immense, but the fully wearable Doomslayer helmet is both extremely well made and one that you can actually see out of. Trust me, that last part is incredibly hard for some developers to understand for some reason. And when you're not na, wenigstens kann man diesen Helm aufsetzen, oder? Habe ich das richtig smashing verstanden? skulls in with your new protective headwear, why not pop on the lossless Doom 2016 geil, eine soundtrack that's Kassette. provided with this special edition and bang your head instead. And finally, after your neck is sore and your body tired, unwind with a Doom lore book that actually offers great insight into the franchise itself. Absolutely outstanding. And number 1, the Nintendo Wii Supreme. Was ist das? Eine Collectors Edition von einer Konsole oder was kommt da Now, I jetzt? know that this last entry is cheating a little bit as it's not a video game at all, but instead a video game console, but at the same time, when else will I get a chance to talk about a Nintendo Wii that costs nearly $300,000? Well, probably likely next week on a different list, but I digress. This Ach so, eine Nintendo Wii aus Gold. snack of hardware is the most ostentatious thing that you could ever hope to own. And of course, seeing as it is the Supreme version after all, it's made from 22 karat gold and has flawless diamonds across its front panel buttons. Aside from this shiny exterior, there's nothing really special about the console, and thankfully it doesn't come with controllers made of equally weighty gold, as that wouldn't just fly through your TV but your bloody wall if you lost grip on them. It would definitely make a statement if you owned one of the 3 Supreme consoles in existence, but the tonal contrast between that lavish look and Aber wer soll denn das kaufen? Ich glaube, bei der PS5 gab es auch mal sowas. Da hat irgendein Hersteller, der sowas macht, vergolden lässt, hat sowas auch mal angeboten. Für mich ist das aber keine Videogame Special Edition, die ich unbedingt brauche. Für mich ist das halt eine Veredelung von einer Konsole, die ja nicht so vom Händler rausgegeben wird. Ne? Das ist ja so, als wenn ich mir jetzt eine
keine Ahnung, einen Gameboy hole und den vergolde und sage, das ist jetzt eine Special Edition. Ist ja Quatsch. Still, pretty cool though. Da müssen wir mal ganz Those were 10 ehrlich sein Ludicrous hier, ne? video game special editions that we totally want. I hope that you enjoyed that, my friends, and please let me know what you thought about it down in the comment Ja, section nee, below, das as well as any other choices Alter. that you might have for your own list, because who knows, I might come and do a commented edition. Das further Video down the line. fand If you ich wanna chat jetzt to me further, nicht you can do so so over gut. on Twitter at RetroJ with a 0, or you can swing by Live and Let's Dice as my personal gaming. Vor allen Dingen, weil der Titel auch total irreführend ist, ne? Der passt überhaupt nicht dazu. Das ist ja genauso, als wenn ich jetzt sage, mein nächstes Video heißt Freibier oder so und ich zeige halt, wie man Kuchen backt. Channel where I live stream every Wednesday and Wie bekommt man Freibier jeden Tag? So. Und dann klicken die Leute natürlich rauf. Und am Ende zeige ich, wie man Käsekuchen herstellt. Sunday. Ja. But before I go, I just want to say one thing. We spoke today about video game special editions that were so over the top and ostentatious that they boggled the mind. But you know what, my friend? You do not have to pay stupid amounts of money for Ich habe ganz vergessen, die Untertitel anzumachen, aber die brauchen wir nicht. true special edition Diesmal. you are, because you are an absolute ledge, my friend. You deserve love, happiness and success, and I hope that you are achieving those goals. But remember, if you're not, that's completely fine as well, because friends, family and professionals in the support industry, they are there. Ja, okay, interessantes Video gewesen, aber ich fand es jetzt nicht so geil wie die anderen, deswegen gebe ich jetzt auch keinen Daumen hoch und auch kein Abo. Das verkneife ich mir jetzt mal, weil, ja, ich fand den Titel ein bisschen irreführend, ne? Da hätte man natürlich ein bisschen mehr draus machen können, indem man gesagt hätte, 10 verschiedene Videospiel-Collectors Editions, die wir unbedingt haben wollen oder so, ne? Gut.